20.04.2023. Zweites Jahr und Tag 55 im Ukraine-Krieg. Dieses Video wird gesponsert von dir. Da ich diesen Kanal als einzelne Person leite, die Recherche, das Cutten und auch die Aufnahmen selbst mache und das Tag für Tag, um euch jeden Tag aktuelles Geschehen wiederzuspiegeln, benötigt das eine Menge Zeit. Für ein solches Video mit der Länge von 5 bis 6 Minuten sind mindestens 2 Stunden Vorarbeit neben dem Hauptberuf, Ehrenamt, Familie und weiteren Tätigkeiten abzuleisten. Dafür, dass du dich jetzt entschieden hast, dieses Video anzusehen, unterstütze den Kanal sehr. Jeden Tag schauen hier im Schnitt 10.000 wiederkehrende und 2.000 neue Zuschauer vorbei. Wenn Sie diesen Kanal unterstützen wollen, so wie es viele andere schon machen, dann würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen, da mich das motiviert, jeden Tag aktuelle Videos hochzuladen und es den Kanal um einiges unterstützen würde. Das war's jetzt von mir in eigener Sache und los geht's mit dem Lagebericht. Die Ukraine soll anscheinend damit begonnen haben, Stellungen im Süden von Saporischschja zu stürmen. Die Abonnenten und wiederkehrenden Zuschauer dieses Kanals erinnern sich an meine Meldung vor einigen Wochen, dass die Ukraine Lücken in den russischen Verteidigungen sucht und gezielt Testangriffe auf die vordersten Verteidigungslinien ausführt, um die russische Reaktion darauf zu beobachten und auszuwerten. Demnach war einige Zeit lang nichts mehr zu hören, bis vor wenigen Stunden, als die Ukraine wieder Angriffe in der Region durchführte. Diesmal waren die Angriffe heftiger als sonst und die Ukrainer konnten in einigen Gebieten erfolgreich Stellungen überrennen und Gefangene machen. Falls das Video der Wirklichkeit entspricht, schätze ich, dass die ersten Verteidigungslinien angegriffen wurden und es sich dabei aber nicht um den Beginn der Großoffensive handelt. Zumindest nicht um den Beginn einer großen Schlacht oder Ähnlichem. Hierbei wird es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder um das Austesten der russischen Stellungen gehandelt haben, da zu den Angriffen kaum weitere Quellen oder viel Trubel entstanden ist und es sich ausschließlich um diesen Sektor handelte. Außerdem befinden sich hier viele Einheiten der militärischen Sicherheit und noch vermehrt leichte Infanterie, welche nicht unbedingt die beste Wahl für einen massiven, schnellen Angriff wäre. Demnach gehe ich, wie gesagt, von einem Austesten der russischen Stellungen aus. Des Weiteren sind neue Symbole auf ukrainischen Fahrzeugen aufgetaucht. Seht ihr diese Symbole in Videos, so könnt ihr derzeit davon ausgehen, dass diese aktuell sind. Hierbei könnte es sich um eine Markierung für Fahrzeuge handeln, welche für die Offensive vorgesehen sind. In dem Sektor, in dem wir einen Teil der Offensive erwarten, sollen laut russischen Quellen 75.000 bis 80.000 ukrainische Soldaten zusammengezogen worden sein. Aufgrund der Nachrichtensperre, der Truppenansammlungen, des Wetters, der sich defensiv verhaltenen Russen und auch der neuesten Testangriffe erwarte ich die Gegenoffensive in den nächsten 2 Wochen. Ich denke, dass bis dahin annähernd 100.000 Soldaten auf ukrainischer Seite im Saporischschja-Sektor unterwegs sein werden. Bei Bachmut versuchen russische Einheiten im Norden bei Gromove anzugreifen. Da die Flanken aber sehr gut bewacht sind und außerdem auch sehr gut verteidigt werden, sind die Erfolgschancen gering. In der Stadt selbst sieht man, dass das Gebiet zwischen Bahnhof und dem ukrainisch kontrollierten östlichen Teil immer geringer wird. Die Frontlinie wird vermutlich in den nächsten Tagen direkt an den Gleisen sein, da die Söldner der Gruppe Wagner unter hohen Verlusten dennoch Geländegewinne für sich verschreiben können. Wenn die Gegenoffensive tatsächlich in den nächsten Wochen bevorsteht, und zwar so, wie ich es erwarte, dann rentiert es sich auf jeden Fall, die Stadt zu halten. Meine Zuschauer wissen bereits, dass ich mit den Prognosen in bestimmten Frontabschnitten bisher immer richtig lag. Das ist zwar kein Grund, mir alles zu glauben, was ich sage, jedoch würde es sich im jetzigen Stadium nicht rentieren, eine Stadt wie Bachmut zu halten, beziehungsweise nur noch die letzten Wohnviertel zu halten, wenn keine Offensive die Lage in Ordnung bringen sollte, und das aber auch möglichst bald. Russland ist sich natürlich auch im Klaren, dass sie ohne eine weitere Mobilisierung nicht in der Lage sein werden, diesen Krieg zu gewinnen. Demnach brauchen sie auch eine große Mobilisierung, obwohl sie auch viel darauf setzen, keine durchführen zu müssen. Meiner Meinung nach wird Russland versuchen, die Gegenoffensive der Ukrainer soweit es geht mit den bestehenden Einheiten abzuwehren und natürlich versuchen, diese zum Scheitern zu bringen. Wenn dies gelingen sollte, dann wird Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin versuchen, den Krieg durch Gespräche zu beenden und die derzeitig besetzten Gebiete als Teil des russischen Staates anzusehen. Derzeit sehe ich keine Möglichkeit für solche Gespräche vor der Offensive, da die Ukraine, wie schon öfter gesagt, massiv Kräfte sammelt und eben
besetzte Gebiete und vielleicht sogar noch die Krim zurückerobern möchte. Die Möglichkeit für solche Gespräche sehe ich erst, wenn die Ukraine infolge einer gescheiterten Offensive auch massiv an Kampfkraft verloren hat, so wie die Russen nach ihrer Winteroffensive. Die Ukraine wird sich niemals dazu entschließen, vor der Offensive Gespräche anzubieten, in denen sie Gebiete abtreten müssen, welche sie durch die Offensive wieder hätten befreien können. Ein Boxer hört schließlich auch nicht vor, einem vernichtenden Schlag auf, einen desorientierten Gegner zu besiegen, um sich auf ein Unentschieden zu einigen. Demnach bedanke ich mich damit wieder wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.